Yo Leute, die Liquidatoren sind unterwegs und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. DICE wird uns nämlich mit einem temporären Infanterie-Only-Modus versorgen. Das Ganze ist gepackt in, naja, ich würde mal sagen, ein relativ cooles Event, was vom 11. bis 25. Oktober der Fall sein wird. Warum temporär? Im ersten Moment sage ich schon mal wieder schade. Worum es aber konkret geht, das besprechen wir im heutigen Video. Wie gesagt, sehr infanterielastig und damit genau nach meinem Geschmack, weil die letzten Runden oder soll ich mal sagen, meine letzten Erfahrungen, Suxe kann da ein Lied davon singen, wo ich mit den Jungs gestreamt habe zusammen, auf großer Eroberung 120 Spieler. Ich kann es nicht mehr spielen und dementsprechend bin ich eigentlich hauptsächlich in kleineren Modi unterwegs, sofern man da eben Lobbys findet, insbesondere Rush oder, wenn es unbedingt sein muss, auch gerne Durchbruch, wobei Durchbruch auch wiederum, zumindest meiner Einschätzung nach, nur wirklich gut im Attack-Modus zu spielen ist und meistens bin ich dann in der Verteidiger, in der Deathloop. Aber das hat jetzt alles mit dem Event an sich nichts zu tun. Ihr könnt mir aber trotzdem an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen, welchen Modus ihr am liebsten im Battlefield 2042 spielt. Wir kümmern uns jetzt aber wie gesagt erstmal um das Event. Kurze Fakten dazu, also vom 11. bis 25. Oktober wird das Ganze stattfinden. Es wird separate Skins und Belohnungen dafür geben und am meisten kann man das vielleicht mit der taktischen Eroberung aus Battlefield 5 zum Beispiel vergleichen. Also wir haben kleinere und isoliertere Kartenausschnitte. Es ist wie gesagt Infanterie-only. Ich weiß nicht, ob es sogar, ja vielleicht gibt es sogar Transportfahrzeuge und das Ganze wird eben auf den Karten Arica Harbor, Umbruch, Kaspische Grenze, ausrangiert, Neuanfang und gestrandet erfolgen. Dazu gibt es in der ersten Woche ein 8 gegen 8 und in der zweiten Woche ein 16 gegen 16. Also ich würde sagen, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Könnte man oder gibt mir fast so ein bisschen, naja, ich würde schon fast sagen, ein bisschen Comp-Vibes. Also ich bin absolut gespannt, was es da zu sehen, zu entdecken und wie sich das Ganze spielt. Also zumindest die Kartenausschnitte. Blendet euch an der Stelle wirklich mal ein paar Dinge ein. Also das ist wirklich, ja, ich möchte mal sagen, so vom Map-Design schlauchiger, also dass man auch mal predikten kann, woher könnten die Gegner kommen und dass man vielleicht 2 Seiten, maximal 3 Seiten und nicht einmal um die komplette Achse von oben, unten und aus allen random Richtungen und noch ein Heli oben drauf und noch ein Tank und was weiß ich was noch oben drauf, wie im All-Out-Warfare-Modus. Also da habe ich absolut Bock drauf und da freue ich mich. Also da sehe ich mich auch in dem Modus und ich glaube, das könnte durchaus auch mal wieder etwas mehr Spaß machen. Also wie gesagt, die 6 Map-Ausschnitte, die können wir uns an der Stelle auch einmal gemeinsam anschauen. Also es gibt hier 3 Flaggenpunkte jeweils. Das ist so, ja, eigentlich schon Trupperoberung aus Battlefield 5. Vorher habe ich taktische Eroberung gesagt, also eher Trupperoberung aus Battlefield 5. Wir haben 3 Kartenpunkte, dann geht es darum, wer hält die Flags am längsten und ja, ich sehe gerade hier, also es gibt 300 Tickets, BF5 waren es noch 150 Tickets, aber das sieht schmackhaft aus, Leute. Also da sehe ich mich ja absolut in dem Modus und ich wiederhole mich an der Stelle, aber auch nur, weil ich da schon, naja, und wie oft hat man dieses Gefühl im Battlefield 2042 fast ein bisschen gehypt bin. Zusätzlich, es gibt 10 Ordensbänder, es gibt natürlich wieder epische Spielerkarten, es gibt epischen Waffenskin, ja, und ein paar Heldenskins, die, wo auch ich sagen muss, die sehen auch richtig nice aus. Also kann man sich wirklich in der Tat alles richtig gut geben und da möchte ich fast sagen, haben wir endlich mal was auch meinen Geschmack trifft, beziehungsweise wo ich sage, da könnte man wirklich was daraus machen. Und dementsprechend war es das auch schon mit dem kurzen Videoabriss. Wie gesagt, nur ein kleiner Update an der Stelle. Am 11. geht's los bis 25. Oktober. Irgendwie habe ich die stille Hoffnung, dass der Modus gut angenommen wird, dass der vielleicht nicht nur temporär im Spiel bleibt, sondern vielleicht auch für längere Zeit. Also an der Stelle rein mit euch in die Modi und lasst uns ein bisschen zusammen zocken. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, den einen oder anderen Stream mehr rauszuhauen, wenn es so positiv bleibt, wie ich mir das vorstelle. Also an der Stelle, wie immer, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video bzw. nächsten Livestream. Haut rein und bis dann, euer A-Team.